Wir haben Ende Dezember und wir sind jetzt mehr als 14 Tage auf dem Area Camper in Mazaron. Wir haben uns hier einiges in der Umgebung angesehen und haben das Campingleben genossen. Darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Ich werde in diesem Video einen sogenannten Lost Place zeigen, eine verlassene Mine. Ich werde berichten über einen neuen Stellplatz, der in der Nähe hier ist, und etwas über unser Campingleben. Der Platz war in den letzten Tagen immer voll belegt. Gerade über Weihnachten war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Es gab immer mal wieder so einen freien Platz für 2-3 Tage, aber mehr war auch nicht drin. Das Wetter ist immer noch gut. Wochenlang hatten wir keinen Regen. Die Nächte sind allerdings kühl. Wir müssen heizen in der Nacht und verbrauchen pro Woche eine 11 Kilo Gasflasche. Die Nachttemperaturen gehen runter bis auf 5 Grad. Tagestemperaturen haben wir von 17 bis 20 Grad. So ein Campingplatz oder Stellplatz ist ja immer wie so ein kleines Dorf. Man lernt ja immer wieder neue Leute oder beziehungsweise Camper kennen. Unter anderem sind wir mit einer kleinen Gruppe hier vom Campingplatz oder Stellplatz mit den Fahrrädern oder E-Bikes zu einer stillgelegten Mine in der Nähe von Mazaron gefahren. Die Mine, die ist ca. 2 bis 3 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Das kann man ohne weiteres mit den Fahrrädern oder den E-Bikes schaffen. Man kann das Ganze auch mit dem Auto machen. Es gibt einen Parkplatz vor dem eigentlichen Gelände der Mine. Wir fahren durch die Stadt Mazaron. Einen Fahrradweg direkt gibt es hier nicht. Es gibt so einen schmalen Streifen an der Straße. Den kann man dann als Fahrradfahrer nutzen. Ist natürlich nicht so angenehm. Die Stadt ist noch weihnachtlich geschmückt. Ist jetzt so im Hellen nicht so zu sehen, aber das soll sehr schön aussehen. Wir sind jetzt abgebogen von der asphaltierten Straße und fahren jetzt so einen geschotterten Weg hier. Der ist teilweise auch etwas holperig, um zur Mine zu kommen. Wer das Ganze mit dem Auto macht, der sollte das Auto unten an der Straße stehen lassen. Dort gibt es einen Parkplatz und den Rest hier zu Fuß laufen. Es sind ca. 500 Meter von der Straße hier bis hoch zur Mine. Wir haben uns entschlossen, hier die Fahrräder stehen zu lassen. Man könnte noch ein Stück weiter hochfahren, aber wir wollen den Rest dann laufen, um das Ganze ein bisschen genauer uns anzusehen. Man darf das Gelände betreten, aber es ist nicht ganz ungefährlich. Man sollte vorsichtig sein und gerade wenn man Kinder dabei hat, die Kinder sollte man, wenn sie klein sind, auf jeden Fall an die Hand nehmen. Denn es gibt hier überall Spalten und auch Gruben, wo sie reinfallen könnten. Auch das richtige Schuhwerk ist nicht unwichtig. Mit Badelatschen ist es irgendwie schwierig, hier hochzulaufen. Also da sollte man schon festes Schuhwerk anhaben. Etwa ab 1880 wurde hier industriell Blei, Zink, Kupfer und Eisen abgebaut. Hier liegt teilweise der Aushub aus den Stollen und der verfärbt sich dann. Und besonders farbenprächtig ist, wenn es dann regnet, dann hat man hier auch so kleine Seen, wo das Wasser dann fast rot ist. Ja, die haben ja die Schlangenbucht geräumt, ne? Und dann waren wir auch in Ramonete bei dem. Nämlich Akku bei der Arbeit, das tut, ne? Akku, hast du Höhenangst? Hast du Höhenangst? Abends sollte man nur fliegen, schöner. Dürfen wir dich dann auch bei YouTube zeigen? Von hier oben hat man einen schönen Blick in die Landschaft und je nachdem, wo man steht, hat man eventuell auch einen Blick bis zum Meer hin. Die Gebäude sind alle zugänglich oder fast alle. Es war nicht ungefährlich, dort reinzugehen. Es besteht immer die Gefahr, dass dort mal Steine herunterfallen
Und da kann einem natürlich was passieren. 1969 wurde die Mine stillgelegt. Seitdem kümmert sich niemand mehr drum und alles verfällt hier. Einige Gebäude sind abgesperrt mit einem Zaun, dort kann man nicht hin. Sie sind in privater Hand und deshalb wahrscheinlich auch eingezäunt. Wir sind ja hier nachmittags so circa 15 Uhr und je nach Sonneneinstrahlung hat die Landschaft hier ganz unterschiedliche Farben. Die Römer sollen hier schon Erz abgebaut haben und so findet man hier noch alte Gemäuer, die sollen aus der römischen Zeit sein. Wie häufig an so markanten Punkten gibt es hier auch einen Geocache, da ist Rita natürlich gefordert und alle anderen helfen natürlich mit Suchen. Nach kurzer Zeit ist der Geocache gefunden und Rita kann sich ins Logbuch eintragen und alle haben Spaß dran. Ganz schön tief, ne? Muss man einen Stein runterwerfen. Das ist aber mal ein Loch hier. Du. Ja. Wenn du da reinplumpst, Dann kommst du nicht wieder hoch. dann kommst du nicht wieder hoch. Hallo Echo. Hallo! Hallo. Echo! Kann das ja besser. Etwa eine Stunde haben wir uns aufgehalten hier in dem ehemaligen Minengelände. Dann haben wir noch ein Gruppenfoto gemacht und dann ging es zurück zum Stellplatz. Wir werden ja immer wieder auf unsere neuen Fahrräder angesprochen. Ich kann nur sagen, wir sind zufrieden. Gerade auf solchen Strecken hier, diesen Schotterstrecken, haben sich diese Fahrräder gut bewährt. Ohnehin insgesamt fahren wir gerne mit den Fahrrädern. Zurück zum Stellplatz. Unsere Freunde Lisa und Horst, die haben ja einen PKW dabei und da haben wir uns entschlossen, wir wollen uns mal einen neuen Stellplatz in der Nähe von Matzeron ansehen und dort sind wir dann mit dem Auto hingefahren. Der Stellplatz, der neue, ist ca. 20-25 Kilometer entfernt von Matzeron und liegt nicht am Meer, sondern ein bisschen ab vom Meer. Ich würde sagen so ca. 10 Kilometer. Genau weiß ich es nicht. Vielleicht sind es auch etwas weniger. Ich habe leider vergessen, die Zufahrt aufzunehmen, also die Anfahrt. Die Straße ist dorthin nicht sehr breit, aber man kommt hin. Das ist jetzt keine Platzvorstellung, wie ich sie üblicherweise mache. Ich möchte hier nur so einen kleinen Eindruck verschaffen, wie es dort aussieht. Der Platz ist erst seit einigen Wochen geöffnet, aber schon gut besucht. So sah es aus, als der Platz erstellt wurde. Man sieht hier die Einteilung der Parzellen und die Lage des Platzes. Es gibt mitten auf dem Platz ein Schwimmbad, einen kleinen Pool, der allerdings nicht beheizt ist. Der Untergrund ist hier geschottert, die Zufahrten sind breit genug, die Parzellen haben eine normale Größe, Stellplatzgröße würde ich sagen, bis 10 Meter Länge, kein Problem. Der Platz soll 15 € kosten, inklusive Strom. Es gibt hier auch sanitäre Anlagen. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob die extra kosten, wenn man da duschen möchte. Und es gibt auch eine End- und Versorgung hier. Dann gibt es hier kleine Holzhäuschen. Darin sind untergebracht eine Möglichkeit zum Abwaschen und Waschmaschine und Trockner gibt es dort auch. Dann gibt es hier noch einen kleinen Shop, der hat stundenweise geöffnet. Dort kann man Brot oder Baguette kaufen und andere Kleinigkeiten. Der Platz ist umgeben von Bergen, er liegt somit also sehr geschützt. Wenn man zum Meer möchte, ja, ich hatte gesagt 10 Kilometer, ich glaube es sind nur 6 oder 7 Kilometer, aber gut, ist ein Weg, den man dann zurücklegen muss. Wir haben den Platz nach Weihnachten besucht. Zu dem Zeitpunkt war der Platz gut besucht.
doch gut. Ja. Das war mein kurzer Bericht über diesen neuen Stellplatz. Jetzt wieder zurück zu unserem Stellplatz und ein ganz anderes Thema. Wir stellen Gyros her und wie wir das machen, das möchte ich jetzt mal zeigen. Ja, wir sind jetzt bei Horst und Lisa auf dem Platz und ja, heute wird Gyros hergestellt. Das haben wir nicht das erste oder machen wir nicht das erste Mal, sondern haben wir schon häufiger gemacht. Das machen wir gemeinsam und ja, da sind die beiden jetzt schon mal dabei, den Gyros-Spieß fertig zu machen hier. Das Fleisch haben wir hier gekauft, wurde vorher eingelegt mit speziellem Gewürz von unserem Griechen. Und das Ganze kommt dann in ein spezielles, oder wie nennt man das Gerät, Horst? Gyros-Grill, der steht da. Ah ja, den gucken wir uns jetzt mal eben an. Da wird das Ganze drin gefertigt. Der ist elektrisch. Genau, da brauchen wir Strom für. Strom haben wir ja, stellen wir ja selber her, oder Horst auch. Haben wir ja gesehen, seine große Anlage. Und damit kann er dann auch hier dieses Gerät betreiben. Es riecht schon so. Was ist das für Fleisch, Holz, was du da Das jetzt... ist Schweinenacken in Scheiben geschnitten Ja, und Schweinelachs. Damit das nicht ganz so fettig ist, muss man zwischendurch mal ein bisschen was Trockenes dazwischen haben. Wir jedenfalls. ja. Ja, ich glaube, der Grieche, der macht nur Der hat, glaube ich, nur Nackenfleisch. Oder man kann das aber auch mit Hähnchen machen. Hähnchen, ja, Soll ist auch ganz lecker. lecker sein. Bei dem Gyros-Grill handelt es sich um einen einfachen Grill. Er kostet zwischen 100 und 150 Euro, hat 1500 Watt und die Fleischmenge, die reicht für ca. 8 Personen. Es dauert ca. 1 Stunde, bis das Fleisch gar ist und gebräunt ist. Die Wartezeit verkürzen wir uns mit einem griechischen Getränk. Was trinkst denn du so? Kalisperri, Kalimera, Kalinektar. Ich trink Uso. Was trinkst denn Das ist der du Nachteil, so? wenn man so steht wie Kalisperri, Kalimera, mit der Frontscheibe nach vorne im Schatten. Das wird nicht warm. Eine Oder? Nacht in Griechenland. La, 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 la. Ja, zum Wohl. Yamas, Ja, Yamas. Jammers. unter Spaniens. Sonne. Dazu gibt es noch ein selbstgebackenes Brot in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Man kann diesen Grill natürlich auch anderweitig verwenden und zum Beispiel ein Hähnchen damit grillen. Horst hat auch entsprechendes Zubehör angeschafft, so diese kleine Schaufel. Darin fängt man das Fleisch auf, wenn man es abschneidet. Und geschnitten wird das Fleisch mit einem Elektromesser. Man kann es auch mit einem scharfen Küchenmesser schneiden, aber einfacher ist das mit einem Elektromesser. Nach einer guten Stunde kann man die erste Portion abschneiden. Wir machen es dann so, dass das, was dann abgeschnitten wird, verteilt wird auf alle Teilnehmenden. Oder? Wenn man einmal rundherum abgeschnitten hat, dann dauert es wieder eine gewisse Zeit, bis das Fleisch wieder braun ist. Gegart ist es schon. Und dann kann man die nächste Portion abschneiden. Wir haben dazu selber Krautsalat hergestellt und Tzatziki natürlich auch. Und das Getränk gibt es auch dazu. Das Ganze hat für 6 Personen gereicht. Ausreichend war da alles. Und wir haben das in den späten Nachmittagsstunden gemacht. Dann sind die Außentemperaturen noch angenehm und man kann noch bis in den Abend hinein sitzen. Das war mal wieder ein Video zu unserem Aufenthalt hier in Spanien. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.